der Expert Fraser Brazer. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und Parkside hat uns echt vor eine Herausforderung gestellt. Denn Oberfräsen sind ja eigentlich Präzisionsgeräte. Und was hat Parkside gesagt? Ich bringe jetzt eine Oberfräse raus für nur 50 €. Und wir schauen uns heute mal an, taugt eine 50 € Oberfräse etwas? Oder müssen es 100 sein? Oder sogar 500? Und wie immer kannst du etwas gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein bei gotools.de. Alles, was du zu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare schreiben, würde dir diese Fräse reichen oder bräuchst du was anderes? Ich weiß genau, was jetzt passieren wird. Unten in den Kommentaren wird garantiert mindestens 10-mal stehen, dass ich schon wieder Äpfel mit Birnen vergleiche. Deswegen möchte ich kurz erklären, wo komme ich denn eigentlich her hier heute. Denn wir haben ja hier eine 50 € Fräse oder eine 500 € Fräse. Wir können also 10-mal diese Fräse kaufen. Was ist hier los? Ja? Natürlich haben wir hier Äpfel und Birnen oder je nachdem, was euch besser schmeckt, das andere. Und das ist so in der Form natürlich nicht vergleichbar. Aber ich möchte euch in diesem Video zeigen, vielleicht ist die ja richtig gut. Das gucken wir uns heute mal an, denn richtig viel in der Hand hatte ich die auch noch nicht. Und vergleichen Sie mal mit einem anderen Hersteller im ähnlichen Preissegment und was ist eigentlich der Unterschied zu dieser Fräse. Ja? Darum soll es heute eigentlich gehen. Es soll ja vor allem auch diese Fräse gehen und ob sie reicht, damit du fräsen kannst. Und dazu haben wir übrigens auch schon getestet und sie hier auch gegen die anderen 3 gehalten. Da kommen wir gleich noch dazu, aber erstmal erkläre ich euch mal ganz kurz die Geräte. Und wir fangen mal bei Parkside, will ich erstmal beim Preis an. Es gab sie eine Zeit lang für 45 €, jetzt aktuell so um die 50 €, je nachdem wann das Video kommt. Wir werden es sehen. Hier sind wir bei 100 €, ganz frisch hier geholt. Das neueste Modell von Bosch Grün. Also auch für DIY-Bereich. Das hier ist natürlich auch eindeutig für den DIY-Bereich. Und dann haben wir hier Festool mit einem Profi-Gerät, die Festool 1010 mit allem drum und dran. Und deswegen sind wir hier auch bei 50 €, 100 €, 500 €. Wenn du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da hast du nochmal alle Links dazu. Und da kannst du auch sehen, was die hier gerade kostet und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Fräse im Detail an. Wenn wir uns die Maschine angucken, haben wir ein wirklich sehr kleines und kompaktes Gerät, übrigens mit 4 Meter Kabel dran und gar kein so schlechtes Kabel. Ja, das ist jetzt hier ein vernünftiges Kabel, da kann man echt nicht sagen. 4 Meter auch wirklich gut, weil du hast das häufig so bei diesen günstigen Geräten, da ist gefühlt nur ein Zentimeter Kabel dran und du musst immer gleich sofort mit der Kabeltrommel hinterherlaufen. 4 Meter finde ich ordentlich gut gelöst. Was wir hier sehen, ist eine relativ schlechte Verarbeitungsqualität überall. Hier die Kanten stehen über, auch hier der Guss ist relativ schlecht. Das überall, es ist nicht scharfkantig, das kann man nicht sagen, aber man sieht schon, das ist jetzt nicht unbedingt absolute High-End-Qualität. Was einem hier allgemein auffällt, sofort auffällt, ist das hier. Das ist hier so ein nicht so schön. Das ist nicht schön. Das macht die anderen Geräte anders. Gucken wir uns auch gleich an. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist aber auch wirklich ein Wackeldackel hier. Wenn man das jetzt festzieht, ist das anders? Das wackelt immer noch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir gucken uns das mal unten an. Hier jetzt nochmal locker. Und jetzt festgestellt, ihr seht das jetzt hier. Ihr seht, dass es immer noch sehr stark wackelt und nicht fest arretiert ist. Und das führt schon irgendwo dazu, dass ich sage, mein Vertrauen ist auf jeden Fall schon mal geschwächt. Das gucken wir uns gleich beim Test nochmal an und auch, ob die anderen Maschinen darauf reagieren. Aber ich habe noch ein paar andere Punkte, die mir nicht so gefallen. Wenn wir uns den Griff hier angucken, würde man sagen, es ist erstmal ganz okay. Ich finde den Griff hier aber zu klein. Also für meine Hände ist der Griff ein bisschen zu klein. Ich hätte gern mehr zum Greifen. Das Ganze hier zu starten, finde ich ganz okay. Ihr könnt also hier drauf... Okay. Ihr könnt also hier drauf drücken, da und dann startet ihr das Gerät. Ja, das geht eigentlich ziemlich gut, da kann man nichts sagen. Ein Problem ist das hier, dieser Hebel. Ich mache ja Folgendes, ich drücke, stelle meine Tiefe ein, setze den Hebel um und dann möchte ich ja jetzt arbeiten. Da habe ich aber das Problem, dass ich die ganze Zeit hier den Hebel so in der Hand habe und arbeite immer gegen den Hebel gegen. Ja, also das heißt, der ist nicht aus meinem Grifffeld raus. Natürlich theoretisch gut, dass ich gleich wieder lösen kann. So. Und dann auch wieder mit dem Daumen festmachen kann. Aber mich stört er das schon so ein bisschen, weil er mich am Festhalten hindert, weil ich kann jetzt mit dem Daumen nicht so richtig rein. Ja, das finde ich nicht so optimal. Das Ganze ist ja federnd gelagert, damit es wieder nach oben gedrückt wird. Und ihr seht hier,
das ist richtig gut. Ihr seht wunderbar, dass man das bedienen kann. Nicht zu schwer, nicht zu leicht, ist überhaupt kein Problem. Man kann jetzt hier irgendeine Tiefe einstellen und so weiter. Alles gut. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben hier die Feineinstellung und stellen die mal hier ein. Wir merken uns jetzt mal diese Position, machen das fest. So, mal so ein bisschen fest. Wir könnten das hier jetzt auch noch justieren, dass wir jetzt hier reindrehen. Dann kommt hier so ein bisschen ein Stab rausgefahren. Okay, so, jetzt sagen wir doch, alles ist in Ordnung, oder? Und wenn wir jetzt Folgendes machen, wir arbeiten jetzt hier einfach mal ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, geht noch. Uiuiui. Also jetzt seht ihr, könnt es durchschieben. Jetzt ist Folgendes passiert, ich habe es jetzt doch mehr festgezogen, als ich es wollte. Um es festzuziehen, passiert Folgendes. Ihr seht jetzt hier, dass es so reingedrückt ist. Das ist, ja, wenn man das einfach nur justiert, sodass man sagt, okay, so wäre es jetzt ordentlich, dann kann man es reinschieben. Und dann schiebt man es durch. Ich habe gerade gesehen, wie ich hier ein Stück weit durchgerutscht bin, weil es eben nicht richtig fest war. Jetzt sieht man auch, hier ist das Plaste ein bisschen abgetragen. Um es richtig fest zu machen, muss man so festmachen. Ich zeige euch das mal hier. Da seht ihr, das ist halt schon wirklich richtig reingedrückt und das ist halt nur Kunststoff. Das wird also nicht ewig halten. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Spaß dran, okay, ein paar Tage, ein paar Wochen, aber wenn ihr das öfter benutzt und öfter auch diese Justierung hier benutzt, dann werdet ihr mit der Zeit auf jeden Fall das Kunststoff kaputt drehen und ich mache es jetzt mal wirklich fest, damit ich weiß, dass es fest ist. Und dann ist jetzt hier richtig tiefer Abdruck drin. Hier an dem Teil ist es auch so, alles aus Kunststoff, aber ist aus meiner Sicht kein Problem, weil es recht massiv gemacht. Das wird schon funktionieren, auch langfristig halten. Hier oben haben wir einen Grat dran, sehr großen sogar, den würde ich schon mal abnehmen mit einem Cuttermesser oder so. Und man kann es ja auch wirklich ganz gut einstellen. Da sehe ich erstmal kein Problem, solange es hält, aber das passt schon. Hier haben wir die Absaugung, Kunststoff. Jetzt könnte man sagen, theoretisch ganz gut, nicht gut. Ist die Frage, wie lange wird das halten? Ist hier an 2 Schrauben dran, ist nur Kunststoff. Jetzt machst du Folgendes und machst hier einen Adapter rein. Hier. Und beim Reinmachen verkantest du vielleicht und dann reißt es sofort ab. Also das Teil hier an sich wird nicht sonderlich lang halten, wenn es darum geht. Und hier haben wir auch noch ein Reduzierstück, wenn du kleinere Absaugungen hast, um das dann hier entsprechend zu adaptieren. Grundsätzlich funktioniert die Absaugung aber, das ist erstmal überhaupt kein Thema. Wenn wir gerade dabei sind, können wir mal von unten gleich mal hier auch rangucken. Hier ist der Einsatz für den Kopierring, den setzt ihr hier so ein. Ja. Dazu müsst ihr hier diese Schrauben lösen und dann wieder einsetzen und das Ganze hier drauf machen. Ist schon von der Qualität her wirklich, ja, ich würde schon fast sagen fragwürdig, aber es wird funktionieren. Was ich wirklich vorbildlich von Parkside finde, ist Folgendes, und zwar, hier ist eine Reduzierhülse mit dabei, also dass wir das Gerät sowohl für 6 mm als auch für 8 mm Fräser nutzen können. Und das finde ich wirklich, wirklich gut, weil selbst Markenhersteller machen das teilweise nicht, dann muss man dieses kleine Teil hier nachkaufen. Tolle Sache, kann man also einfach austauschen. Mit dazugelegt werden auch hier Fräser. Wir sind wirklich nochmal bei 50 €. Du bekommst das Gerät plus nochmal Fräser mit dazu. So, einen ganzen Satz sogar, einen haben wir gerade eingebaut. Und ich muss sagen, bei diesen Fräsern, diese Sets gibt es ja auch zu kaufen für einen 10er, für einen 15er auf diversen Portalen. Ich kann euch nur sagen, den Fräser, die wir hier einsetzen, ja, die wir hier auch für den Test eingesetzt haben, kostet ein Fräser 25 €. Wenn er ein bisschen breiter und größer wäre, dann sind es auch schnell mal 50 €. Da seht ihr auch, diese Fräser hier werden nicht lange halten. Das heißt, wir haben erstmal so ein Einstiegsteil, aber um mal was auszuprobieren, um mal zu gucken, naja, fühle ich mich damit wohl, oder vielleicht nur für ein schnelles, kleines Projekt das einzusetzen, da werdet ihr die schon nehmen können. Langfristig rate ich euch aber, wenn ihr merkt, ich mache ein bisschen mehr mit Oberfräsen, kauft euch wirklich gute Fräser wie die hier, Bosch Expert Fräser, gibt es auch andere Hersteller, verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da ist es einfach so, dass die wesentlich länger halten und wenn euch hier irgendwas kaputt geht am Fräser, dann ist euer Werkstück meistens auch kaputt und dann habt ihr im Zweifel richtig viel Geld und Zeit weggeschmissen. Ja, das hier ist so ein Ding. Wir haben jetzt den Parallelanschlag, ja? Das heißt, wir wollen jetzt hier meinetwegen hier fräsen. So, dazu machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt diese Fräse, packen das jetzt hier rein und jetzt wollen wir fräsen. Das heißt, hier ist ran. Da haben wir jetzt gleich mehrere Probleme. Nummer 1,
Schaut mal, was ich hier machen kann. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich das machen kann, dann passiert Folgendes. Ich werde natürlich keine gerade Nut haben, sondern ich werde einfach mal, werde jedes Mal so einen Schlag drin haben, wenn ich doch mal die Richtung wechseln sollte oder aufhören sollte oder wenn irgendwas sein sollte, wenn ich nochmal anders ansetze oder irgendwas ist, dann werde ich keine gerade Nut mit diesem Konstrukt hier machen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nächstes Thema, jetzt wird es richtig schwierig, ist das hier. Damit kann man ja eigentlich Rundungen, also Kreise fräsen. Das heißt, ich mache mal ein Loch in ein Stück Holz, drehe das um, stecke es hinein und dann führe ich die Fräse drumherum. Dazu muss der hier aber gerade sein. So, dazu muss der hier natürlich genau im 90-Grad-Winkel zur Fräse stehen. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Das ist alles andere, aber keine 90 Grad. Und das ist ja auch logisch. Kunststoff auf Kunststoff mit Metall, was soll denn da passieren? Ja, oh. Ja, egal. Braucht eh keiner mehr. Ich zeige euch mal, wie das richtig aussehen muss. So sieht das aus, wenn man wirklich mal vernünftiges Material hat und das richtig funktioniert. Aber so ein Anschlag, wenn du den hier nachkaufst, der kostet auch schon 50 bis 100 Euro. Aber da bewegt sich hier gar nichts. Du hast auch eine richtig schöne Feineinstellung zum Beispiel hier. Kannst du das schön einstellen, kannst machen und tun. Wenn hier ein Gerät drin ist, da wackelt hier gar nichts mehr. Das ist wirklich schön fest. Und vor allem auch diese Backen hier sind gerade, nur die Anschlag an sich, weil der war beim anderen auch nicht ordentlich. Also vergessen wir das Teil eigentlich wirklich. Damit kannst du nicht vernünftig arbeiten. Das macht keinen Sinn. Und wenn du das Gerät kaufen solltest, kein Thema, wir kommen noch dazu, ob es wirklich sinnvoll ist, das Gerät zu kaufen, dann aber nicht mit dem Anschlag, weil da hast kein verlässliches Ergebnis. Kommen wir zur DIY-Variante von Bosch, und zwar zur POF 1200. Und was fällt hier auf? 1200, oh, hier auch zu 1200, oder? Hier haben wir noch 1200 Watt. Genau, 200, soll doch 1200 Watt sein. Das sollen 1200 Watt sein. Erstaunlich viel kleiner das ist gegenüber die Bosch. Ist der jetzt besser, schlechter? Über die Bosch? Egal. Wir kommen zu was anderem. Und zwar, eben hatten wir das Thema Parallelanschlag. Hier der von Bosch. Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts los. Hat Bosch jetzt hier gespart? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, darf ich das sagen? Nein. Ihr wisst, was ich meine. Bosch hat hier Folgendes gesagt. Ich reduziere mich auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist einfach nur, du hast hier einen Anschlag, kannst du reinstecken, machen und tun. Du hast aber keine Feinjustierung, kein Kladderadatsch. Gibt es alles nicht. Und, was haben sie mit erreicht? Ein sehr günstiges, billiges Teil, das aber funktioniert. Das heißt, du kannst das Ganze hier reintun und hier wackelt da nichts mehr. Ja, also das ist jetzt, okay, das ist jetzt nicht fest. Ich mach's mal fest. Das ist, glaube ich, besser. So. Ah, Freunde der Nacht hier. Jetzt muss ich noch mal runternehmen hier. Wir kriegen das hin. So. Ich kann es jetzt hier lang führen, aber ich kann es nicht verdrehen. Also ich kann es jetzt hier, nicht das, was ich eben gemacht habe, das kann man hier einfach nicht machen. Ich kann das nicht hier gegeneinander verschieben und das heißt, ich kann hier jetzt eine schöne Nut ziehen. Klar, ich kann sie nochmal irgendwie justieren, das geht nicht, aber dafür habe ich überhaupt erstmal einen Anschlag, den man grundsätzlich benutzen kann. Kann viel weniger als der andere, aber kein Problem. Dann haben wir hier auch diesen Dorn, haben wir hier auch, der guckt sogar ein kleines bisschen weiter raus, was ich mal gut finde. Ob man damit wirklich verlässlich arbeiten kann, weiß ich nicht. Ich mache das eigentlich nie, ich habe dann schon gerne eine weitere Führung. Aber wie auch immer, der hier ist übrigens im 90-Grad-Winkel. Ich zeige euch das. Eben habe ich noch einen Winkel. Moment. Hier ist er wieder mit Winkel und ihr seht hier, ich kann hier nichts mehr auflegen. Hab nichts. Nee. Also ich hätte es euch gerne gezeigt, ich habe hier aber einfach nichts zum Anlegen. Es sieht aber gerade aus. Vertraut mir. Ich bin Ingenieur. Naja. Spaß beiseite. Wenn wir uns das Gerät hier anschauen, es ist wesentlich größer. Was übrigens nochmal wichtig ist, habe ich vorhin nicht erwähnt, ihr könnt hier auch die Geschwindigkeit einstellen. Und das Ganze stufenlos, schön, ihr hört das, schön gerastert, ist kein Problem, hier einstellbar. Hier bei Bosch ist es genauso, auch hier an der Seite einstellbar, auch schön gerastert, überhaupt kein Problem. Hier können wir auch das Ganze wunderschön verstellen, aber haben hier eine Sache, die ich persönlich mag. Du kannst das hier, schau mal, raufdrücken, so, dann verstellen, loslassen und es fest. Das heißt, ihr müsst es nicht fest machen, sondern es ist dann immer automatisch fest. Ich zeige es euch mal von eurer Seite. Ich drücke hier rauf, es geht hoch, löse es wieder, so, stelle es mal auf irgendeine Höhe ein, halte, also lasse wieder los und fest. Nochmal, fest. Das ist also eine Invertierung der Lösung hier von Parkside, die ich eigentlich sehr mag, weil
Du musst es nicht extra feststellen, sondern du musst es extra lose stellen, was eigentlich total logisch ist. Zusätzlich habt ihr hier einen schönen Griff, könnt ihn anfassen und ihr seht hier, ich berühre mich jetzt nicht mehr, ihr habt das wesentlich mehr im Griff. Da ist schon etwas mehr zu fassen, aber es ist auch nicht so kompakt. Wenn man jetzt die Kompaktheit haben will, das Gerät hier ist auch ein bisschen schwerer und so weiter und so fort. Allgemein massiver. Wir haben hier aber auch eine Absaugung, wir haben hier, wir haben da und so weiter. Wir testen ja gleich. Und ihr seht, da ist schon mal was ganz anderes, ein ganz anderes Gerät da, kostet aber auch 100% mehr. Das heißt also zweimal Parkside oder einmal Bosch. Das Kabel ist übrigens auch kürzer. Das ist nach meinem Dafürhalten, wir gucken einfach mal. Nach meinem Dafürhalten müsste das Kabel von Bosch, das ist locker, das sind jetzt 1,5 Meter oder 2, ist auf jeden Fall viel kürzer. Hier haben wir jetzt die Tiefenarretierung, das ist nun simpler Metallstahl, hat aber einen riesen Vorteil. Wenn ich das festmache, habe ich sofort, in dem Moment, wenn ich es festmache, mache ich jetzt so klack, es ist fest. Wenn ich es richtig fest haben will, noch ein bisschen und dann ist fest, weil Metall auf Metall drückt und da tut sich auch nichts. Hier sind auch keine Abdrücke drin, kein gar nichts. Simpler geht es nicht, aber das funktioniert. Zusätzlich ist es so, dass wir hier jetzt noch immer Kleinigkeiten uns angucken können, verstellen, blablabla, aber wir haben hier keine Feinjustierung. Da kommt man aber super klar. Das ist natürlich jetzt hier auch aus Metall, ja, auch wieder schön gerastert, alles überhaupt kein Problem, wunderbar. Ob man das hier jetzt mag oder nicht, ist eine gute Frage, weil ich habe es bei mir abgebaut. Auch hier haben wir einen Kopierring dabei, der ist aber ganz anders einzusetzen. Einfach nur Hebel zurückziehen, einsetzen, fertig. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum zeige ich euch genau dieses Gerät, gibt es ja noch andere Hersteller. Parkside versteckt sich immer so ein bisschen. Dann aus folgendem Grund, ich habe genau mit diesem Gerät angefangen zu fräsen. Vor einigen Jahren, aber genau, also nicht mit diesem, sondern den Vorgänger. Aber ich kenne die POF 1200 wirklich gut und ich mag die eigentlich echt gern. Das ist ein wunderschönes Gerät, um anzufangen und damit habe ich einfach gelernt. Ja? Deswegen habe ich gedacht, komm, die packen wir mit rein als super DIY-Einsteigergerät. Ich werde das gleich nachher nochmal für euch einsortieren, aber erstmal müssen wir uns Festool angucken. Ganz andere Hausnummer, ganz anderes Thema. Hier zum Thema Absaugung nochmal ganz kurz. Wir haben das Ganze hier aus Kunststoff, hier auch aus Kunststoff und so weiter. Hier haben wir es auch aus Kunststoff, aber das ist eine ganz andere Ansage. Weil das hier, macht das mal mit dem anderen, ja? Das hält, das geht nicht kaputt. Das hier ist natürlich auch kein Gerät für DIY. Ich weiß genau, unten 100 Kommentare, was ist denn hier los? Nein, das hier ist ein Profi-Gerät. Damit werden Profis arbeiten. Damit haben Profis schon sehr, sehr viel gearbeitet. Natürlich gibt es auch noch andere Geräte, die noch größer, nein, Moment, ich zeige euch das mal. Nein, Spaß. Also es gibt zum Beispiel auch noch sowas hier. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, lassen wir aber mal beiseite. Sondern, ja gut, die ist schon gut schwer. So, das hier ist ein Profi-Gerät. Selbe Leistungsklasse, wir haben hier 1000 Watt, um genau zu sein 1010 Watt. Oder erzähle ich euch da Quatsch? Nee. 1010 Watt, genau, 1010 Watt. Und das hier ist für Profis gemacht. Profis haben natürlich auch andere Ansprüche und Profis wollen genau arbeiten. Aber ihr seht hier, allgemein ist ein viel robusteres Gerät. Allein schon hier dran. Sollte dieses Kunststoff doch mal kaputt gehen, dann machst du einfach Folgendes. Du tauschst das aus, an diesen 2 Schrauben, raus, wieder rein, fertig. Einfach nachkaufen. Aber da gehört schon was dazu. Also die musst du schon vom Gerüst fallen lassen, damit du das hier abreißt. Zusätzlich ist es so, dass wir hier auch einen anderen Griff haben. Ja? Ihr haltet das an 2 Stellen, einmal hier, einmal da. Könnt es hier lösen, einstellen, festziehen und geht auch hier so durch das, ich mache mal extra mal ein bisschen höher, so, geht so durchs Material durch. Ja? Ihr seht, ihr könnt das hier wunderschön greifen, ist aber eine andere Art und Weise, das zu greifen. Wo wir gerade hier sind, hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Mit einem schönen Hebel, seht ihr auch eine ganz andere Ausführung nochmal viel hochwertiger gemacht, mit einer Feinjustierung, mit allem drum und dran. Ich will auf die ganzen Details gar nicht eingehen, denn das habe ich euch alles schon mal gezeigt und zwar hier oben im Video, das verlinke ich euch mal am besten. Deswegen lassen wir es hier auch dabei erstmal sein, denn 500 € ist schon mal erstmal eine Ansage gegen das. Ich wollte nur, dass ihr die mal
euch mal grob angeschaut habt. Jetzt schauen wir uns mal an, warum sieht das hier eigentlich aus wie eine Murmelbahn? Denn jetzt haben wir getestet. Und dazu haben wir Folgendes gemacht. Alle haben einen Bosch Expert Fräser genommen, weil die hatten wir gerade da. Jeweils jeder neu. Und mein Ziel war es erst einmal, ich wollte das Gerät nehmen, wollte ins Gerät eintauchen und wollte, dass es zum Stehen kommt. Bekomme ich es zum Stehen? Das heißt also, ist der Motor nicht stark genug, gegen mich zu arbeiten quasi. Denn wir haben hier Folgendes gemacht. Wir haben hier ja Buche. Und haben den Fräser genommen und haben ihn auf rund 10 mm Tiefe genommen. Das heißt, wir haben einen Fräser 10 mm breit, 10 mm tief und der sollte das hier entsprechend abtragen. Das ist schon eine harte Ansage. Und ich weiß, so fräst man natürlich nicht richtig. In der Realität wird man natürlich Stück für Stück nach unten gehen, um auch ein schönes, sauberes Fräsbild zu haben. Aber für den Test haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal. Was ist passiert? Viel. Also bei Parks ist auf jeden Fall viel passiert. Ich habe den Fräser genommen und bin ins Material rein. Da haben wir erstmal gesehen, die Kraft war okay. Wir sind richtig schön rein ins Material, konnten vor uns hinfräsen. Die Absaugung hat dann irgendwann ein bisschen nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber das ist normal. Das ist ganz normal, dass wir dann, wenn ich sehr schnell vorangehe, dass dann auch das Material irgendwann hängen bleibt in der Fräsung quasi hinter mir. Das ist aber kein echtes Problem. Was ein Problem war, ist eine andere Tatsache, nämlich, dass uns der Fräser rausgefallen ist. Das geht gar nicht. Liegt aber daran, dass wir es nicht gewohnt sind, so zu agieren mit der Maschine. Und das solltest du jetzt unbedingt wissen, weil das ist ja der Moment, wo du jetzt wirklich mal aufpassen musst, wenn du dieses Gerät gekauft hast. Und zwar ist es so, bei jeder Fräse, die ich in meinem Leben in der Hand hatte, muss ich sagen, auch die einfache Bosch hier hat das, wenn du hier an der Stelle mit dem Schlüssel, wo ist denn der Schlüssel hier? Irgendwo habe ich den Schlüssel, Moment, da ist er. Wenn du mit dem Schlüssel hier den Fräser löst bzw. festdrehst, ist es so, dass du an der Stelle draufdrücken musst, um das Ganze zu arretieren, die Welle zu arretieren, und dann machst du es lose oder fest. Und jetzt ist es so, dass du normalerweise immer einmal wird das so ein bisschen schwer, dann kommst du über einen bestimmten Punkt, dann kannst du noch ein bisschen drehen, dann wird es wieder schwer und dann kannst du dich abnehmen, Fräser raus, rein und so weiter. Und hier ist es aber so, hier machst du das nur einmal. Und wir haben das Ganze genommen, haben das normal festgezogen, so wie ich es immer festziehe, haben es festgezogen und sind reingegangen. Was ist passiert? Das war nicht lustig. Wir haben unseren Fräser kaputt gemacht, und zwar so richtig kaputt gemacht und wahrscheinlich sogar die Hülse kaputt gemacht, denn das Gerät war so stark, und nicht genug befestigt, dass irgendwann angefangen hat, der Fräser sich in dem Ring zu drehen. Also er ist stehen geblieben fast. Dann ist er durch eine pendelnde Bewegung irgendwann nach unten gerutscht, also immer tiefer, tiefer, tiefer. Hier von 10 mm noch an der Stelle ist er hier runter. An der Stelle waren wir jetzt schon bei 19 mm, dass er, ohne dass das Gerät tiefer gegangen ist, sondern nur das Teil ist immer weiter runtergerutscht. Also das selber einfach ins Material und dann ist er rein, hat sich verkantet und die Maschine ist ausgegangen. Nicht lustig, will man nicht, denn wir haben hier ein Gerät, um nochmal rauf zu gucken, wir haben hier ein Gerät mit 30.000 Umdrehungen in der Minute. Und mit 30.000 Umdrehungen in der Minute ist mir dieser Fräser rausgefallen. Das hätte auch anders ausgehen können. Das fand ich nicht schön. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ist er halt selber schuld. Ich habe das Ding festgezogen. Beim zweiten Mal Test, was du gleich auch nochmal sehen wirst, da haben wir es nicht angezogen, da haben wir gefühlt einen Schlagschrauber genommen. Nein, wir haben es richtig angezogen. Das war so, nach fest kommt ab und dann schon wieder fest. So fest haben wir es angezogen, weil wir wollten das auf keinen Fall nochmal haben. Und dann war es auch kein Problem, dann konnten wir ganz normal arbeiten. Und dann sind wir hier durchs Material, alles gut, alles schön. Und dann haben wir Folgendes gemacht, ich habe das Gerät so hingestellt und dass du schon mal jetzt weißt, worum es geht. Ich habe dann diesen Kippeltest gemacht. Weil ich habe erst das ein bisschen ausgearbeitet, ja, das Material schön ausgearbeitet, wie du es vielleicht auch machen würdest an einer Stelle. Da war das Ganze ja fest und dann habe ich geschaut, kannst du durch eine zu starke Bewegung, durch eine Pendelbewegung oder durch eine falsche Benutzung dann unten den Grund deines Werkstücks wieder verletzen. Und wie wir sehen, ja, konnte ich das ohne Probleme machen und konnte auch ohne Probleme fast einen halben Millimeter jetzt nochmal tiefer ins Material einsinken. Und wenn du schön etwas ausgeputzt hast, ist das ein Problem. Das ist nicht schön. Ja, das ist dann leider passiert. So erstmal zu der Maschine. Rein, fräsen, kein Problem. Wenn du normal damit arbeitest, überhaupt kein Problem, kommst du damit los. Aber du hast immer noch dieses Wackeln, dieses nicht so präzise arbeiten können.
Als nächstes sind wir jetzt mit Bosch hier losgegangen, haben jetzt hier mit dem Gerät dasselbe gemacht, rein und sind erstmal geschaut, kriege ich das zum Stoppen. Hier bei dem Gerät ist es so, der hat ordentlich Wumms. Ich würde gar nicht sagen, dass es so viel mehr ist, also gefühlte Nettokraft als jetzt hier bei Parkside. Bin reingekommen, hat alles gut funktioniert, war kein Problem, konnte auch gut ausputzen und habe dann selben Test gemacht, auch wieder runtergestellt, fest und habe geguckt, ob ich jetzt hier wackeln kann. Und was war? Auch hier kann ich das Ganze machen, aber schon ein ganzes Stück weniger. Wo ich sage, hier ist es vielleicht ein halber Millimeter, wir können das schlecht messen an der Stelle und beim anderen ist es vielleicht, also bei dem ist es ein Tick weniger, da sind es vielleicht nur 0,3 Millimeter oder so. Aber auch hier kann ich das machen. Woher kommt das eigentlich? Es kommt daher, dass ich hier an der Stelle, ist die Arretierung hier nur an einem dieser Stäbe. Ja? Ich habe hier so eine Stäbe, an denen ich das Ganze quasi arretiere. Auch hier arretiere ich das nur an dieser einen Stelle, hier und dann auf der anderen Seite nicht. Und dadurch kann ich natürlich hier so eine knickende Bewegung machen. Das habe ich hier bei Festool zum Beispiel nicht. Hier nach meiner Erinnerung werden beide Seiten gespannt, beziehungsweise es muss so sein, weil das Ergebnis auch so aussah. Und jetzt wird es aber interessant. Wir haben ja 1000 Watt, 1000 Watt, 1000 Watt und die 1000 Watt hier ist eine andere Dimension. Das ist quasi hier, als wenn wir die Enterprise mit unserem guten alten Golf 1 vergleichen. Das ist überhaupt nicht dasselbe, weil hier ist es so, dass der Fräser ganz anders durchgleitet. Der gleitet durch das Material durch, der hält unwahrscheinlich stark auf seine Umdrehung. Ich kann das wunderschön führen. Das ist ein Traum. Und man hat vor allem viel mehr Kontrolle über das Gerät, weil das Gerät einfach kraftvoller ist, weil es schön durchzieht. Und dann konnte ich also ergo hier schönes Material rein, war überhaupt kein Thema, super duper. Habe dann auch entsprechend ausgeputzt. Und dann habe ich auch versucht, wieder fehl zu bedienen. Und ich habe bewusst bei allen Geräten ordentlich gedrückt, gemacht, getan. Hier bei Festool sehen wir, dass ich es noch ankratzen konnte unten, aber es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt auch noch mal einen halben Millimeter rein konnte. Es ist so ein bisschen ankratzen, das war es dann auch schon. Ja? Sodass wir hier auf jeden Fall einen riesigen Unterschied zwischen Profi und DIY sehen. Kommen wir zum Fazit. Und ich habe deswegen eine Bosch hier in der Hand, weil ich nochmal demonstrieren möchte, es ging hier bei dem Gerät gar nicht um Festool an sich, sondern es geht hier um Makita, um Dewalt, Metabo oder Bosch oder was auch immer. Ja? Sondern das ist eine andere Kategorie einfach an Geräten. Das sind Profi-Geräte, die dafür ausgelegt sind, um richtig Kraft zu haben, perfekt in der Hand zu liegen, perfekt einzustellen und auch langfristig immer und immer und immer wieder wiederholgetreu damit zu arbeiten. Weil ein Profi macht damit nicht 1 oder 2 Minuten irgendwo mal, der macht das halt jeden Tag. Und nächsten Tag, und nächsten Tag und nächsten Tag. Deswegen muss einfach funktionieren. Und genau das ist mein Fazit auch im Grunde zu beiden Geräten. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte mal überhaupt das erste Mal in meinem Leben fräsen, dann kannst du das mit dem Gerät machen, kannst du das Gerät kaufen und so weiter und so fort. Willst du damit mit dem Parallelanschlag arbeiten, den wir hier hinten haben? Ich habe es dir gezeigt. Glaub mir, du wirst damit keinen Spaß haben. Es macht keinen Spaß, weil du ärgerst dich einfach zu Tode. Du willst eine schöne Nut ziehen und dann, du ziehst die Nut und in dem Moment hältst du den Druck nicht genau konstant auf beiden Seiten, sondern kommst vielleicht so ganz leicht in eine andere Richtung. Nur du selber bist aber immer noch im Anschlag und schon hast du eine Welle drin. Und dann denkst du dir auch immer, ja, ich bin ja kein Profi, daran wird das liegen. Nee, der Profi hat einfach ein Gerät, mit dem du es gar nicht machen kannst, mit dem du es quasi nicht falsch machen kannst. Das heißt also, hier mit dem Parallelanschlag ist nicht so schön. Wenn du aber einfach nur mal probieren willst, ob du Lust hast am Fräsen, ist das ein Gerät, hat genügend Kraft, funktioniert mit den Einschränkungen zum Beispiel des Tiefenanschlags und so weiter, ist das halt etwas, um einfach nur mal auszuprobieren. Meine persönliche Meinung, also jetzt der reine Sebastian, der hier vor euch steht, sage ich würde es nicht kaufen, ich würde mindestens dieses oder so ein Gerät nehmen, auch in dieser Preisklasse, weil hier hast du einen Parallelanschlag, der funktioniert. Schön. Hier hast du das Teil hier, was auf jeden Fall in einigen Wochen wird das Gerät so aussehen, dass das dann auch weg ist. Ja, und dann ist das weg. Das ist im Abstand. Entschuldigung, das ist dann, haben wir das jetzt gerade gepiept? Naja, dann ist es auf jeden Fall, ist das nicht mehr da. So, wie machst du das denn jetzt? Kaufst du das nach? Das geht überhaupt nicht. Und dann hast du schon ein Problem. Parallelanschlag funktioniert auch nicht.
Das Teil hier hinten ist uns einmal abgefallen, aber das ist wahrscheinlich einfach nur lose gewesen. Sei es drum. Aber ja, du gibst hier 50 € mehr aus, aber rein aus Umweltgesichtspunkten, das musst du sowieso nach einem Jahr neu kaufen. Ich würde das nicht machen. Ich persönlich. Wenn man sagt, es kommt jetzt auf den Euro an, ich möchte es probieren oder ich habe nur ein einziges Projekt und da brauche ich jetzt diese Nut und das möchte ich selber machen, kauf sie, kein Thema. Rein von der Leistung, vom Handling funktioniert das. Und so will ich auch rausgehen. Ich hoffe, ihr schreibt unten in die Kommentare, was ist denn eure Meinung dazu? Sagt ihr, ja, kann man machen oder würdet ihr dann doch lieber diese Region kaufen? Welchen Marke auch immer, erstmal egal. Oder sagt ihr, komm, wir machen es gleich richtig? Das ist eine gute Frage, schreibt es in die Kommentare. Denkt dran, ihr könnt den Gutschein gewinnen. Und jetzt kann ich nur sagen, ran an die Fräse und bis zum nächsten Mal.